Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute geht es nicht um diese unschönen Ladegeräte, sondern um eine schönere Variante, nämlich das Ugreen Nexode RG Netzteil mit 65 Watt und einem kleinen Display, welches euch den Ladezustand anzeigt. Viel Spaß mit dem Video. Ja, werfen wir zunächst mal einen Blick auf die Verpackung und hier seht ihr diesen kleinen Roboter sozusagen. Der hat halt unten auch noch Füße dran, wirkt also wirklich wie ein Roboter und das LCD-Display stellt dann das Gesicht dar über die drei Einstellungsmöglichkeiten Standby, Fast Charging und halt eben Fully Charged. Könnt ihr sehr einfach erkennen, was mit eurem Smartphone los ist oder auch falls ihr vielleicht für euer Kind ein 65 Watt Netzteil braucht, lässt sich das hier ganz gut verwenden, weil es halt etwas spielerischer dargestellt wird als vielleicht andere Netzteile. Wir haben zwei USB-C-Ports, einen USB-A-Port mit an Bord, natürlich liegt nicht an allen Ports gleichzeitig 65 Watt an, logisch, weil das ja die Maximalleistung des gesamten Netzteils ist. Wir haben am USB-C 1 Port die vollen 65 Watt verfügbar, am USB-C 2 sozusagen 30 Watt und 22,5 Watt am USB-A Anschluss, sodass ihr quasi den USB-C 1 Anschluss für maximale Leistungsfähigkeit benötigt. Auf der Seite wird nochmal davon gesprochen, dass der Thermal Guard mit an Bord ist, für die Sicherheit auf jeden Fall auch gut. Ihr könnt sowohl Laptops natürlich als auch iPhones oder Telefone und Tablets damit laden. 65 Watt sollte für die meisten Anwendungszwecke ausreichen. Ja, ich glaube, seltener war bei einem Netzteil hier auf dem Kanal die Optik entscheidender als beim Robot Garn. Hier seht ihr dann nochmal, hier wird nochmal in der Verpackung auch dargestellt, welche verschiedenen Ausdrücke, wenn man das so sagen darf, das LCD-Gesicht machen kann sozusagen. Und dann haben wir hier auch den eigentlichen Roboter. Hier oben seht ihr jetzt nochmal, der Nexode RG, 65 Watt Leistung. Und wir können hier seht ihr es auch nochmal, dass ihr verschiedenste Dinge schnell laden könnt mit diesem Gerät. Ja, ich sag mal so, es sieht auf jeden Fall aus wie so ein kleines Lademännchen. Oben das Display, dann an den Seiten der Kopfhörer, unten die Schuhe, die dann den eigentlichen Anschluss für die Steckdose abdecken. Ich finde, optisch sieht es auf jeden Fall ganz witzig aus und kommt auf jeden Fall hübscher daher als die klassischen Ladegeräte, die man so kennt. Obendrauf, wie gesagt, die ganzen Anschlüsse, sprich zweimal USB-C, einmal USB-A, sodass ihr da auch mehrere Geräte parallel laden könnt. Auch ein MacBook Air zum Beispiel lässt sich damit super schnell laden oder auch euer Telefon. All das funktioniert. Von der Verarbeitung her muss man sagen, da knarzt nichts, das ist alles super verarbeitet, gibt es für mich nichts zu meckern, aber das ist man von Ugreen normalerweise ja auch gewohnt, einer der Hersteller, die verarbeitungsqualitätsmäßig doch dann eher was Vernünftiges abliefern aus dem asiatischen Raum. Ja, ansonsten würde ich sagen, wir gucken uns jetzt mal die Ladefähigkeiten an. Und dazu schließen wir das Gerät jetzt einmal an und dann seht ihr hier auch dieses LCD-Display, welches hier jetzt gerade quasi den Standard, den Standby-Gesichtsausdruck macht. Und wir schließen jetzt einmal hier unser S24 Ultra an, um zu gucken, was passiert. Und dann seht ihr schon, der Gesichtsausdruck verändert sich etwas und sagt jetzt an, dass wir schnell laden, dass wir gerade schnell laden sozusagen. Das lässt sich hier dann wie gesagt ablesen und wir haben dann im oberen Bereich, zeige ich euch jetzt auch nochmal, dass wir hier super schnell laden auf unserem Galaxy S24 Ultra aktiviert haben. Das war aber ja bisher nur 30 Watt. Jetzt gehen wir mal auf die vollen 65 Watt im USB-C 1 Port und dann sehen wir hier links oben schon den blauen Ring und der ist ja quasi der Ausdruck für die höchste Ladegeschwindigkeit bei Samsung und da sehen wir auch schon, dass wir ein superschnelles Ladegerät 2.0 angeschlossen haben, sprich die maximale Ladefähigkeit jetzt gerade von unserem S24 Ultra hier ausnutzen können. Ihr könntet jetzt natürlich noch eine Uhr mitladen, ihr könntet noch Kopfhörer mitladen, wenn ihr wollt auch noch ein Tablet mitladen, all das geht mit 65 Watt, vielleicht nicht alles mit maximaler Leistung, aber es geht auf jeden Fall und ich glaube 65 Watt ist gerade für portable Anwendungen definitiv eine gute Kapazität. Ja, was gibt's jetzt zu sagen zu meinem persönlichen Eindruck zum Robot Garn Netzteil von Ugreen? Ich muss sagen, optisch gefällt mir das Ding auf jeden Fall ganz gut. Ist halt eine witzige Variante mal zu den Standardnetzteilen, hat mit 65 Watt auch eine ausreichende Kapazität, um Telefon und auch noch Dinge da parallel laden zu können. Gerade wenn ihr vielleicht Kinder habt, ist das vielleicht eine gute und auch witzige Alternative zu Standardladegeräten. Durch die Anzeige und auch durch die Möglichkeit, das Ganze halt hier so eine Art Roboter aussehen zu lassen. Das finde ich halt tatsächlich ganz
ansprechend. Ja, die Füße sind magnetisch unten drunter, also sprich, ihr könnt die auf einer Magnetplatte abstellen und dann das Ladegerät rausnehmen. Man muss sagen, dass die Verarbeitungsqualität hochwertig ist aus meiner Sicht. Das habe ich euch vorhin, glaube ich, schon gesagt. Die Abwärme bleibt auf jeden Fall kühl. Also wenn euch das Ding interessiert, guckt mal in die Links in der Videobeschreibung. Da habe ich euch eigentlich alle Verkaufslinks und auch Informationslinks nochmal reingepackt. Wenn noch Fragen sein sollten zum Robot Garn Netzteil von Ugreen, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sage am Ende wie immer, Alexa, Kamera aus. Okay.